Selbstverständlich ist es aber möglich, ja, dass der Arbeitgeber dich im Ausland anmelden kann, sage ich jetzt mal so. In der EU, im europäischen Wirtschaftsraum und auch in der Schweiz wurden die Regeln für die Sozialversicherungspflicht vereinheitlicht. Ein Arbeitnehmer ist in dem Land sozialversicherungspflichtig, wo er seine Tätigkeit verrichtet. Eine Ausnahme gibt's. Wird der Mitarbeiter vom Arbeitgeber in ein anderes Mitgliedsland entsandt oder auch die Schweiz, bleibt er am Sitz des Arbeitgebers weiterhin für 24 Monate sozialversicherungspflichtig, aber nicht steuerpflichtig, ja, nur sozialversicherungspflichtig. Wenn du also für einen deutschen Arbeitgeber dauerhaft aus dem Homeoffice in einem anderen EU-Land arbeiten willst, dann muss sich der deutsche Arbeitgeber eine Betriebsnummer im Ausland beschaffen. Ist relativ einfach, ehrlich gesagt. Und muss dich dort als Arbeitnehmer anmelden. Die deutsche Firma, genau, hat dann eine ausländische Betriebsnummer. Wir reden nicht davon, dass eine Gesellschaft gegründet werden muss oder sowas oder eine Betriebsstätte angemeldet wird. Davon reden wir noch nicht. Das mag möglich sein, manchmal auch nötig sein, aber wir reden davon nicht. Ganz wichtig. Ja, also nicht jetzt hier sagen, okay, ich gründe da mal eben eine Limited oder damit ist es nicht getan. Ja, sondern es geht darum, dass der ausländische Arbeitgeber, der Deutsche, sich eine Betriebsnummer besorgt in dem EU-Land, wo du arbeitest und dich dann dort nach den Normen und Regeln dieses Landes anstellt. Du bekommst dann also eine Lohnabrechnung, bei welcher dir die ausländische Sozialversicherung, die ausländischen Steuern und so weiter abgezogen werden und der Arbeitgeber führt diese ab. Möglicherweise sind dann auch lokal noch andere Regelungen gegeben, die man beachten muss. Natürlich brauchst du für einen Steuerberater und einen Arbeitgeber auch, der sich darum kümmert. Das alles ist natürlich auch mit Kosten verbunden für den Arbeitgeber. Ich denke mir, bei Mitarbeitern, die dem Arbeitgeber lieb sind, die einen wichtigen Beitrag leisten zu dem Betrieb, sind diese Kosten aber vernachlässigbar. Wir reden hier von mehreren 100 Euro, vielleicht wenigen 1000 Euro, um die es hier geht. Ein kritischer Fall ist, wenn du als Geschäftsführer oder Gesellschafter einer Auslandsgesellschaft im Ausland wohnst. Sobald du als Geschäftsführer oder Gesellschafter im Ausland wohnst, löst du in vielen Ländern automatisch eine Betriebsstätte aus. Ganz einfach dadurch, dass du in dem Land wohnst, auch wenn du nur ein Zimmer in einer Pension hast. Ja? In diesem Fall ist dann eine beschränkte Steuerpflicht des Unternehmens im Ausland gegeben. Außerdem kommt es möglicherweise in Deutschland zur Entstrickung, die auch wieder ein steuerlicher Event ist, der sehr teuer werden kann. Ja. Also, da muss man sehr aufpassen. Ja. Die Alternative wäre hier zu sagen, es wird eine Niederlassung zum Beispiel angemeldet im Ausland der Gesellschaft in Deutschland oder wo auch immer. Und darüber wirst du dann beschäftigt. Oder natürlich kann auch eine Tochtergesellschaft gegründet werden, bei welcher du dann beschäftigt wirst. Du solltest aber dann auf jeden Fall als Geschäftsführer der Gesellschaft zu Hause zurücktreten. Ganz wichtiger Punkt ist, wie gesagt, die steuerliche Betriebsstätte, die ein Geschäftsführer auslöst an seinem Wohnsitzland. Ja? Denn dadurch kann es ja dazu kommen, wenn du der einzige Geschäftsführer bist, dass Gewinne aus Deutschland ins Ausland letztlich verschoben werden, denn die Betriebsstätte wandert ja von Deutschland ins Ausland, wenn du als Geschäftsführer wanderst. Daher also nochmal, tritt am besten als Geschäftsführer deiner deutschen Gesellschaft zurück. Jemand anders soll Geschäftsführer werden und du bist im Ausland, dann ergibt sich dieses Problem in der Regel nicht oder lässt sich zumindest dann besser handeln. So, was ist jetzt konkret von dir zu machen, wenn du jetzt zum Beispiel in mehreren EU-Ländern berufstätig sein willst, aber nach wie vor in Deutschland deinen festen Wohnsitz haben willst, wenn du also nicht bereit bist, sage ich mal, tatsächlich ins Ausland umzuziehen. Da kannst du einen sogenannten A1-Antrag stellen. Die A1-Bescheinigung ermöglicht es dir, regelmäßig in einem oder mehreren EU-Ländern berufstätig zu sein, ohne dass du am Arbeitsort steuerlich veranlagt wirst oder sozialversicherungspflichtig bist. Wenn du deine Berufstätigkeit regelmäßig wiederkehrend an mindestens einem Tag im Monat oder an mindestens 5 Tagen im Quartal in mehr als einem Staat ausübst, dann
zählst du als ein gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten Beschäftigter. Genau genommen gelten folgende Anforderungen für deinen Antrag. Du musst weiterhin in Deutschland steueransässig sein. Also dein Lebensmittelpunkt muss weiterhin in Deutschland sein. Du bist ausschließlich bei einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber beschäftigt. Und du übst eine Beschäftigung regelmäßig an mindestens einem Tag im Monat oder an 5 Tagen pro Quartal in einem anderen EU-Mitgliedstaat aus. In diesem Fall bleibt der Beschäftigte, Selbstständige oder Geschäftsführer einer Gesellschaft weiterhin in Deutschland steuerpflichtig und sozialversicherungspflichtig, auch wenn er zum Beispiel im Ausland eine Wohnung als Homeoffice regelmäßig nutzt. Für Arbeitnehmer wird der Antrag übrigens vom Arbeitgeber bei der jeweiligen Krankenversicherung gestellt und diese reicht die Informationen dann an den jeweiligen Sozialversicherungsträger weiter. Für Selbstständige und Geschäftsführer, die nicht gesetzlich krankenversichert sind, ist der jeweilige Rentenversicherer zuständig für die Ausstellung der A1-Bescheinigung. Jetzt haben wir ja das Thema EU und auch Schweiz und EWG soweit abgehakt. Was würde jetzt passieren, wenn du dein Homeoffice irgendwo ganz anders einreichen willst? Ja. In allen Ländern außerhalb der EU, EWG und der Schweiz gilt das Territorialprinzip. Das bedeutet, dass das Recht des jeweiligen Landes gilt, in dem du dich aufhältst und deine Tätigkeit ausübst. Außerhalb der EU, des EWR und der Schweiz hat die Bundesrepublik Sozialversicherungsabkommen mit einer Reihe von Staaten abgeschlossen. Eine Liste dieser Abkommen kann auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eingesehen werden. Link posten wir hier in die Beschreibung. Wenn du für einen Arbeitgeber aus Deutschland arbeitest und in einem Land wohnst, mit der kein derartiges Abkommen besteht, ist zu empfehlen, dass du die jeweilige Rechtslage genau vorher prüfst mit einem Anwalt oder Steuerberater. So vermeidest du fehlenden Versicherungsschutz oder vor allem auch die Doppelversicherung, die möglicherweise notwendig wäre. Auch hier sind eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen zu beachten und anzuwenden. Beachte vor allem, dass gleichzeitig die rechtliche Anforderung deines Heimatlandes, zum Beispiel Deutschland, und des neuen Wohn- und Arbeitsortes gelten kann. Beides regelt, ob dein Heimatland dich aus den Verpflichtungen entlässt und welche Verpflichtungen am neuen Wohnort entstehen. Zum Beispiel haben folgende Punkte Auswirkungen auf die Frage, ob du in Deutschland steuerpflichtig, sozialversicherungs- und krankenversicherungspflichtig bist. Wie lange ist der Aufenthalt im Ausland geplant? Besteht von Beginn an eine Rückkehrabsicht und wird der Wohnsitz beibehalten, beziehungsweise erfolgt eine Abmeldung? Ganz wichtig möchte ich hier nochmal betonen zum Abschluss, dass eben die gesetzlichen Bestimmungen im Ausland unbedingt beachtet werden müssen. Wie gesagt, viele denken ja, dass sie einfach mit einem beliebigen Touristenvisum oder eben ohne Visum in ein Land reisen dürfen und dort dann am Strand oder im Hotelzimmer ihrer Arbeit nachgehen können. Natürlich, wo kein Kläger, da kein Richter, das ist ja unmöglich letztlich in vielen Ländern zu kontrollieren, aber dennoch ist es natürlich nicht legal. Ja, das heißt, man muss sich dort tatsächlich damit beschäftigen, was ist hier tatsächlich zu tun. Ja, wenn man beispielsweise nach Israel reist und von dort arbeiten möchte, benötigt man zunächst ein Arbeitsvisum für 30 Tage. Wer dann doch länger bleiben möchte, muss ein Arbeitsvisum beantragen. Diese Unterscheidung zwischen Visum und Arbeitserlaubnis ist mittlerweile in den meisten Ländern üblich. Ja. Natürlich gibt es auch viele Länder, die spezielle Angebote haben für digitale Nomaden. Costa Rica zum Beispiel. Ja. Thailand hat auch ein Visum, was es relativ einfach macht. Aber die Vorschriften sind eben oft komplex. Sie beinhalten dann genau, für wen man arbeiten darf, welches Einkommen man erzielen darf, meistens nur im Ausland und so weiter und so fort. Es ist also entscheidend, dass man sich genau damit beschäftigt. Wie gesagt, wenn du deine eigene Gesellschaft im Ausland hast und einfach damit umziehst ins Ausland, dann besteht die Gefahr, dass die Gesellschaft zum einen eine Betriebsstätte in deinem neuen Wohnsitzland hat und zweitens eben in Deutschland die Betriebsstätte abwandert sozusagen, auch wenn die Firma noch dort ist, führt zur Entstrickung steuerlichen Belastungen. Wenn du auch jemand bist, der gerne im Ausland im Homeoffice arbeiten möchtest, aber hier noch nicht so genau weißt, wie du dich durch diesen Dschungel der Vorschriften am besten hier bewegen kannst und eine kleine Hilfe bei der Navigation benötigst, kannst du uns gerne kontaktieren. Wir beraten sehr viele Mandanten, die als digitale Nomaden oder Selbstständige
im Ausland leben, buch doch ein Beratungsgespräch. Ich poste den Link hier in die Beschreibung des Videos und freue mich dann drauf, mit dir zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.